Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Wie ihr seht, alles mal wieder völlig überfüllt. Hier steht noch nichts, wo ich euch zeigen kann, hey, heute habe ich das und das für euch. Nee, das muss auch ich erstmal wieder bauen. Aber warum ich das hier noch nicht stehen habe, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ist jetzt schon eine kleine Weile her, da hat der Matthias mich angeschrieben und zwar ging es darum, der Matthias hat sich Schloss Neuschwanstein von Blurix gekauft. Völlig legitim, kann jeder machen, der das machen möchte. Er hat dann den Weg zu mir gefunden, schriftlich, und hat gefragt, ob ich das Set schon habe und wenn nicht, ob ich es denn vorstellen möchte. Vorstellen wollte ich es, das war überhaupt keine Frage, aber es war kein Must-Have für mich. Also es sieht wirklich schön aus, das ist überhaupt unbestritten, da wollen wir gar nicht drüber reden. Wie sich es bauen lässt, weiß ich noch nicht. Ihr seht, hier steht noch alles rum. Aber es stand nicht oben auf meiner Liste und der Matthias hatte die Idee, ich schicke dir das, du baust es zusammen, stellst es vor und dann schickst es mir zurück. Win-Win-Situation, so nennt man das, glaube ich. Muss man gar nicht lange überlegen. Also habe ich gesagt, okay, schick's mir. Ich baue es zusammen, versuche es so gut wie es nur eben geht, wenn das Ding hier fertig ist, dir zurückzuschicken, in der Hoffnung, dass dann postalisch nicht allzu viel kaputt geht. Und ich kann es euch zeigen und das finde ich wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön, da war es wieder. Also ich kann euch da nicht viel zu sagen. Postalisch, denke ich mal, hat soweit alles funktioniert. Ich habe im Vorfeld allerdings eine Inventur gemacht, weil ihr kennt das Problem. Blurix sagt da ganz klar, nur wer bei uns gekauft hat und den Nachweis erbringt über die Rechnung, dass er es bei uns gekauft hat, der bekommt die Fehlsteine. Also haben wir uns rangesetzt, haben eine kleine Inventur gemacht. Ich habe keine Fehlteile gefunden. Es waren einige Teile in einigen Bauformen schon zu viel, das kann ich schon vorwegnehmen. Aber mir ist wirklich kein Fehlteil untergekommen bis hierhin. Ob das so bleibt oder ob ich mich verzählt habe, finde ich natürlich nur raus, wenn ich anfange zu bauen. ...33 Bauschritte und ich bin schon bei euch. Nicht, weil alles blöd ist, es keinen Spaß macht oder alles schlimm ist, sondern einfach nur darum, weil ich gebeten wurde, wenn es dann an wie heißt das, Alt-Hohenschwangau, Burgen, Alt-Hohen-Neuschen, nee, Alt-Schwangau, meine ich, heißen sie. Wenn ich hier fertig bin, dann weiß ich das. Auf jeden Fall waren es 2 Burgen, die ja hier unter Neuschwanstein versteckt sind. Sie haben hier mal gestanden, damals.
Aber es haben viele gesagt, zeig uns doch mal den Mechanismus. Der Mechanismus als solches ist jetzt wirklich nichts, was weltbewegend wäre. Also wir haben es hier einfach nur mit 8 Gelenken, 2, 4, 8 Gelenken zu tun und einer Technikachse, die sich hier durchbewegen kann. Das funktioniert auch alles tadellos. Hier muss man nichts schmieren, hier quietscht nichts und hier tut nichts. Ich drücke das mal schnell fest und dann drehe ich das mal zu euch, weil sonst könnt ihr das ja wirklich nicht sehen. Ich mache das hier schon mal offen. Also das ist jetzt natürlich hier alles noch eine sehr, sehr instabile Geschichte. Deswegen sage ich da mal so weit gar nichts zu. Aber ihr könnt sehen, wenn ich jetzt... das ist wirklich blöde, weil hier noch nichts verbaut ist. Aber ihr seht, wenn ich das jetzt mal so klappe, das funktioniert reibungslos, ohne Probleme. Also hier ist ja wirklich noch nicht viel, was das Ganze halten kann. Aber dieser Mechanismus funktioniert soweit ohne Probleme. So, ich stelle das mal wieder hier weg. Das muss alles erstmal noch vernünftig fest werden. Ansonsten hat es keinen Wert. Aber ihr seht, das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, ich wurde da nur im Vorfeld schon mal darauf hingewiesen. Wenn ich das jemals vorstellen sollte, zeige uns mal den Mechanismus, bevor das Ganze zu ist und wir das wieder nicht sehen können. Es war jetzt wirklich kein großes Geheimnis. Ich habe da auch mit ein bisschen mehr gerechnet. Also wie gesagt, so einfach wie das konstruiert ist, so gut funktioniert es. So, und jetzt, ihr seht, hier ist noch nichts passiert. Also schnell weitergemacht. Genau 30 Bauschritte später haben wir dann die Burgen zu Alt-Hohenschwangau, so heißt es. Ich habe es dann zwischenzeitlich mal gegoogelt und dann auch in der Anleitung gefunden. Also ich hätte es nicht mal googeln müssen. Man muss auch ab und zu mal auf eine Anleitung vertrauen. Da sind die Burgen fertig, sitzen auf dem Schlitten und jetzt kann ich euch dann nochmal das Ganze so ein bisschen zeigen. Es ist jetzt auch alles vernünftig überbaut worden und das hält. Also ihr seht, jetzt kann ich hier schon ein bisschen besser, wenn ich eine Stelle finde, wo man es halten kann, das Ganze rausfahren lassen. Also das funktioniert wirklich wunderschön. Das Ganze gleitet hier auf den Fliesen. Das geht, wie ihr seht, wunderbar. Wenn es dann hier alles mal vernünftig was zum Greifen hat, geht es natürlich noch besser. Ob man das jetzt haben muss. Es ist ein hübsches Gimmick, was hier drin versteckt ist. Das will ich jetzt überhaupt nicht abstreiten. Das ist dann aber auch immer Geschmackssache, weil ich denke mal, man stellt sich dann Hohenschwanstein, Neuschwanstein, der Hohen ist es ja nicht, Neuschwanstein, wenn es dann fertig ist, mit Sicherheit so ins Regal. Ich weiß nicht, ob man jetzt jeden Tag einmal hergeht und macht das Ganze auf, damit man das seinen Gästen oder wem auch immer präsentieren kann, dass das geht. Also wie gesagt, es ist wirklich ein schönes Gimmick. Da hat sich der Designer einen Kopf gemacht, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Aber ich habe das auch im Vorfeld schon oft gesehen. Es wird sehr kontrovers behandelt. Der eine sagt, hätte man darauf verzichten können. Der andere sagt, ich finde es super. Wie ihr das halten wollt, das entscheidet ihr dann bitte für euch selber. Ich finde es nett, aber selber würde ich jetzt nie hergehen und sagen, ich klappe das auf, ich klappe das zu und ich will es einfach nicht machen. Die Klemmkraft der Steine bis hierhin. Hier ist ja schon ein klein bisschen was, ich würde mal sagen, wenn ich da gerade rüber gucke, im Manhattan-Maßstab passiert. Die Klemmkraft. Die Klemmkraft liegt zwischen
boah, ist das genial zu Schmeiß im Müll. Also wir haben hier wirklich alles mit dabei. Wie sagt man immer so schön, Freud und Leid liegen hier dicht beisammen. Gerade im Bereich der schwarzen, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mal, hier ist zum Beispiel einer, den kann ich hier also wirklich mit einem Finger mal eben schnell rausholen. Ich dachte erst, das würde an den Grundplatten liegen, aber dann dachte ich, es liegt an den Steinen. Der nächste war dann aber wieder deutlich fester. Also auch hier in der Burg waren einige mit dabei, wo ich denke, schwach auf der Brust, andere wiederum halten bombastisch. Also hier ist ein bunter Mix aus allen möglichen Steinen vorhanden. Hier hat man mit der großen Hand in mehrere verschiedene Kisten gepackt. Denke ich mal, den Ausschuss der weg musste, hat man uns hier mit reingepackt. Und damit wir wieder glücklich sind, auch gute Steine mit dabei. Sonst kann ich euch wirklich nicht viel sagen. Es ist ja auch noch nicht viel passiert, auch wenn es schon immerhin 60 Bauschritte sind, was mich dann ein Stück weit auch erschrickt. Aber hier wird ja noch sehr viel mit Kleinteilen gearbeitet. Ich hoffe, das wird dann jetzt irgendwann auch mal größer, sodass das Ganze schnell vorangeht. Weil wenn ich so auf die Uhr gucke, dann würde ich sagen, brauche ich hier bald genauso lange wie für so einen großen Kran. Erschreckt mich so ein bisschen, weil ihr wisst das oder die meisten wissen das, ich bin nicht unbedingt der Häuslebauer. Meine Interessen liegen da ein bisschen woanders, auch wenn ich wirklich sagen muss, ich freue mich darauf, das hier mal vor mir stehen zu sehen, das Ganze, weil ich habe auch das kleine aus Diamond. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das mal gezeigt habe. Der eine oder andere weiß, dass das hier bei mir zu finden ist. Ich stelle das mal ganz zum Schluss einfach mal daneben, damit wir dann einen Vergleich machen können. Also ich freue mich auf das Ganze. Ja, das ist so. Hier habe ich auch nicht viel mit Inneneinrichtung zu tun. Deswegen ist es, denke ich mal, mehr Hülle als alles andere sein. Und das liegt mir dann ja doch schon wesentlich mehr, als wenn ich hier jetzt noch Tische, Stühle, Bänke, Tassen etc., Regale, wie auch immer, aufbauen muss. Ich halte mich jetzt auch nicht mehr lange mit der Quatscherei auf, sondern baue jetzt einfach weiter.
261 Bauschritte sind es bis hierhin. Ich drehe das mal so ein bisschen rum, dann könnt ihr das mal von der Seite sehen. Die ganz große oder die komplett super, schon kaputt gemacht. Ei. So, die Gesamtgröße ist bis hierhin ganz gut zu erkennen. Ich liebe das. Man klappt das, ich weiß nicht, wie oft ich das bis hierhin schon auf und zugeklappt habe. Also wer das Ganze mal baut, der wird das dann irgendwann mal feststellen. Man klappt dieses Ding ganz oft auf. Und im Schloss muss auch schon wahnsinnig schwindelig sein, weil man dreht es. Also das ist, glaube ich, kein Bauschritt. Ihr seht das ja im Speedbild, insofern ihr die verfolgt, auch wie oft man das Ganze drehen muss, weil dann setzt man wieder hier was, dann setzt man wieder da was. Die Bauanleitung ist teilweise auch ein bisschen unglücklich, möchte ich mal sagen, von der Perspektive, so dass man auch wirklich hin und her drehen muss, um selbst vernünftig sehen zu können, wo wird gerade platziert, was man in der Hand hat. In diesem Wust auf Teilen ist es teilweise auch sehr schwer, das Richtige zu finden. Also ich habe mich da wirklich irgendwo hier so ein bisschen mittlerweile drauf eingeschossen, wo meine Teile sind. Das Unterbewusstsein ist dann hier auch ein netter Freund von dem Ganzen. Man nimmt ja im Unterbewusstsein immer mal so ein bisschen wahr, was für ein Teil wo liegt. Aber wenn man dann einen 1x2-Plate sucht, der auch nur ein einziges Mal vorhanden ist, in diesem riesigen, muss man ja sagen, Steineparadies, was hier gerade liegt, das ist dann teilweise echt eine Herausforderung, das Ganze zu finden. Da wünscht man sich manchmal, dass es Bauschritt sortiert ist. Wobei ich das aber auch ganz toll finde, dass wirklich mal alles hier vor einem liegt, aus dem man sich die Teile raussuchen muss. Das bringt einem ja so ein bisschen das Kinderzimmer-Feeling von damals zurück. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll jetzt um dieses Set gehen. Bis hierhin funktioniert alles wunderbar. Ihr könnt das auch so ein bisschen sehen, wenn ich das hier nochmal zurückdrehe. Also hier hat diese Garage, nenne ich es mal, für die Burg, die hier drunter ist, das passt also wirklich wunderbar. Das gibt keinerlei Probleme. Da ist also der Designer wirklich einen sehr guten Weg gegangen. Das funktioniert. Das nächste, was sich so ein bisschen anbahnt, ich drehe es mal rum, ihr seht hier diese schöne Rundung, die kann man auch aufmachen. Ich hoffe, das bleibt bis zum Schluss. Ihr könnt das dann sehen hier unten, also wirklich, man kann auch ein Gewölbe erkennen. Das Ganze hier ist im Prinzip ein riesengroßes Gewölbe, was hier entstanden ist und auch sehr stabil. Das will ich auch gar nicht sagen, dass es jetzt irgendwie hier alles marode ist oder zu wackelig oder wie auch immer. Nee, das ist also wirklich von Grund auf stabil, was hier passiert. Über die Gesamtgröße, ich schiele immer mal so ein bisschen da oben, ihr könnt das nicht sehen, aber da habe ich einen Neuschwanstein auch noch stehen aus Mikroblocks. Das machen wir dann mal ganz zum Schluss, stelle ich das dagegen. Ich bin mal gespannt, so viel größer scheint das Ganze gar nicht zu werden hier, aber da gehen wir ganz zum Schluss drauf ein. Ich habe ja noch viele Bauschritte vor mir. Qualität der Steine, ich habe das schon mal gesagt, die sind in Schulnoten gerechnet von sehr gut bis ungenügend, ist alles mit dabei. Aber selbst das, was ungenügend ist, findet durch die Bauweise zum Glück alles so seinen Weg, dass es zum Schluss sehr stabil ist. Ich habe es teilweise wirklich schon bestritten, aber gesehen, dass ich gedacht habe, nee, das kann nicht funktionieren, das wird nicht halten. Und dann irgendwann wurde es überbaut und es hält doch. Also das ist bisher wirklich alles schön und man fliegt hier, kann man so sagen, beim Bauen auch wirklich durch. Das Bauen macht einen riesen Spaß von dem ganzen Set. Das Suchen der Einzelteile, wenn man dann mal gucken muss, ich gucke ab und zu mal in die Teileliste, war dieses Teil überhaupt da? Ich habe es ganz am Anfang ja erzählt, dass hier alles überprüft wurde, so ist es da. Dann sieht man dieses Teil, was es nur einmal gibt, es muss irgendwo sein. Und wenn es dann was Grünes war und ich schieße mich ein, ich suche in meinen grünen Schüsseln, dann ist da auch schon mal was mit dabei. Sind nur braune Teile und auf einmal ist dieses grüne Teil mit dabei. Also das ist dann zum Teil wirklich, ich nenne es mal wirklich frustrierend. Also ich habe diesen Speedbild oft genug auf Pause gestellt, weil ihr würdet sonst eine Minute lang Speedbild gucken, in der überhaupt nichts passiert, weil ich wieder ein Teil gesucht habe. Aber wie gesagt, das Unterbewusstsein, das hilft mir mittlerweile, dass ich schon recht siegessicher auf eine Schüssel zusteuern kann, wo man das Teil drin vermuten kann. Und meistens ist es zum Glück auch dort zu finden. Also ihr seht, ich kippe es mal noch mal ein bisschen an, da könnt ihr mal so ein bisschen die Draufsicht noch mal sehen.
Also bis hierhin ist es wirklich wunderschön. Es ist super gelöst, was hier alles gemacht wird. Es sieht auch jetzt schon klasse aus. Bis auf den einen Baum, den ich jetzt hier abgerissen habe. Das ist mir aber noch nicht ein einziges Mal beim Bauen passiert. Das war jetzt der Vorführeffekt. Ich stelle es nochmal so, könnt ihr nochmal drauf gucken. Also hier ist momentan wirklich das meiste zu sehen und es konzentriert sich auch erstmal alles nur auf diese eine Platte, auf der gebaut wird. Ich bin gespannt, wann es dann auf der anderen Platte losgeht. Und damit es irgendwann mal so weit sein kann, muss ich natürlich weitermachen. Und deswegen würde ich sagen, mache ich das einfach mal.
592 Bauschritte bis hierhin. Der Bau als solches, der erinnert mich sehr an den Zusammenbau von Manhattan. Man hat eine Grundplatte, dann baut man sich die einzelnen Häuser und setzt die auf die Grundplatte. Hier funktioniert es fast genauso, außer dass hier die Grundplatte nicht eindimensional ist wie bei Manhattan, sondern hier ist sie dreidimensional, weil das Schloss steht auf einem Berg. Das ist mit dem Berg soweit auch alles ganz gut umgesetzt. Das habe ich euch gezeigt und bis hierhin ist auch nicht weiter viel passiert. Ich habe hier die ersten Gebäude gebaut. Die sind auch schon aufgesetzt. Ich drehe euch das mal so ein bisschen rum, soweit wie das hier in meinem, beengten Verhältnissen überhaupt möglich ist. So, da könnt ihr mal von vorne drauf gucken. Da seht ihr schon, dass hier die Eingangsportale und so, das ist soweit schon alles da. Hier hatte ich euch gezeigt, das kann man aufklappen. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Das ist wirklich alles schön verbaut. Da dachte ich erst, man kann es vielleicht öffnen, um dann immer so ein bisschen in die Gewölbe gucken. Pustekuchen, man baut es zu. Das hält auch, das ist soweit alles in Ordnung. Beim Halten, es hat sich wirklich nichts geändert. Wir haben hier Steine dabei, die kann man einfach nur in die Tonne kloppen. Ich kann das nicht anders sagen. Das ist wirklich der letzte Schrott, der hier mit dabei ist. Wenn ich jetzt mal nur die 1x1 hier in Weiß nehme, von denen sind ja wirklich Dutzende hier, weil ganz viel wird mit 1x1 Stein gebaut. Da sind welche dabei, die gehören in die Mülltonne. Die gehören nicht zum Kunden, die gehören in die Mülltonne. Andere sind spitzenmäßig, also wirklich sehr, sehr starke, qualitative Unterschiede. Hier sehe ich gerade, passt was nicht ganz richtig. Das gucke ich mir dann nochmal in aller Ruhe an, wo ich da den Fehler gemacht habe. Aber bis jetzt ist das hier soweit alles in Ordnung. Warum habe ich jetzt die Kirche hier? Ach, jetzt hätte ich bald Kirche gesehen. Ja gut, es sieht ja aus wie eine Kirche. Ich drehe es dann jetzt nochmal ein Stück. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. Also man nimmt das Ganze. Ihr seht es ja auch im Speedbild, aber ich weiß, dass einige die Speedbilds nicht gucken. Deswegen zeige ich euch das dann einfach mal so. Man hat also dann jetzt wirklich dieses Gebäudeteil soweit vorbereitet. Und dann geht man her und setzt das einfach nur noch hier oben rein. Und schon ist Neuschwanstein ein Stück gewachsen. So funktioniert das die ganze Zeit. Ich kann das hier mal abnehmen. Also mit dem hier hat das nicht anders funktioniert. Es liegt dann teilweise vor einem und man fragt sich, wenn man das so sieht, was baue ich denn hier? Das hat ja nun mal überhaupt keine Ähnlichkeiten mit irgendwelchen Gebäuden. Jetzt sehe ich auch gerade, was ich hier für einen Fehler gemacht habe. Nee, das ist dann doch nicht so. Also hier muss ich mal gucken. Hier habe ich irgendwas noch falsch gemacht. Und dann setzt man es hier ein. Jetzt setze ich es natürlich nur so ein bisschen schief ein. So. Und dann ist das Ganze schon gebaut. Funktioniert einwandfrei. Und das Ganze hält. Und was für mich auch schön ist, wenn ich das Ganze hier dann zurückschicken muss, dann nehme ich einfach hier so ein Gebäudeteil ab, packe das vernünftig ein und das Ganze lässt sich mühelos auch mal transportieren, wenn man umzieht oder wie auch immer. Das ist alles wirklich gut gelöst. Also das mit diesen Steinen, die wirklich eine ganz qualitativ wirklich miese Qualität mitbringen. Ich kann es nicht anders sagen, da kann ich auch nicht schönreden. Das ist einfach so. Aber unterm Strich funktioniert das. Hier wird viel davon verbaut, wirklich sehr, sehr viel. Unterm Strich bis jetzt hält es. Da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar. Und wie ihr das ja auch soweit hier sehen könnt, es ist wirklich optisch wahnsinnig schön bis hierhin. Ich denke mal, hässlicher wird es auch nicht mehr werden. Deswegen kann man jetzt, denke ich mal, auch schon sagen, eine feine Sache. So, ich mache jetzt Schluss für heute. Klar, ich habe schon öfter Schluss für heute gemacht, aber mit dem Video mache ich jetzt Schluss für heute. Ich habe euch mal gezeigt, wie hier was aufgesetzt wird. Es ist die erste PDF, die ist geschafft. 2 liegen jetzt noch vor mir. Aber das alles ist in ein Video zu packen, das wird dann zu viel. Machen wir einen Dreiteiler draus, sind wir alle glücklich. Das heißt, beim nächsten Mal zweite PDF. Da gucken wir mal, was dann alles so passiert. Ich persönlich bin sehr gespannt. Mir bricht jetzt auch so langsam, aber sicher hier die Stimme weg. Ist so ein bisschen Grippewetter da draußen. Da ist man so ein bisschen angeschlagen. Nein, es ist nichts anderes. Es ist so ein kleiner Schnupfen, der sich hier andeutet. Und dann ist es das auch schon gewesen. Jetzt, wo ich es gerade sehe, was findet ihr eigentlich oder was haltet ihr von dem kleinen Mann? Gefällt er euch oder gefällt er euch nicht? Ich fand ihn ganz witzig. Ich werde ihn hier jetzt öfter mal durchlaufen lassen. Nee, nicht öfter. Ich denke mal, ich werde ihn jedes Mal durchlaufen lassen. Da muss ich hier nicht immer erzählen mit Daumen hoch und gefällt mir und abonnieren und Glocke und überhaupt. Und sowieso, das lasse ich hier
nennen wir ihn Assistenten machen und dann ist das auch gut. So, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ist das Schloss was für euch? Ist es nichts für euch? Mich würde es einfach mal interessieren. Also ich persönlich bin schon so ein bisschen, wo ich sage, ich hätte es mir vielleicht doch mal selber holen sollen. Da muss ich später nicht schweren Herzens wieder wegschieben. Für eure Aufmerksamkeit und Interesse, da bedanke ich mich ganz toll. Bis zu meinem nächsten Video. Ich muss es eigentlich auch nicht sagen. Bleibt bitte gesund und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag.